Ich grüße dich auf meinem Kanal. Herzlich willkommen. Es geht direkt los. Ich habe dieses Mal ein anderes Format vorbereitet und möchte dir zeigen, wie man Serienbilder erstellt. Ich werde am Ende des Videos auch dir Beispiele zeigen, was alles möglich ist. Natürlich nicht alles, was überhaupt möglich ist, aber zumindest so, dass du einige Ideen mitnehmen kannst. Ich fixiere jetzt mein Papier auf meiner Unterlage und der erste Schritt ist, dass ich Gesso auftrage. Gesso wird jetzt verteilt und dann möchte ich verschiedene Muster in diese feuchte Gesso-Schicht hineinkratzen. Das möchte ich dir kurz zeigen. Schau, hier sind die Sachen schon angekommen. Das ist noch nicht alles, aber schon ein großer Teil von den Werkzeugen und Materialien, die ich für das kreative Retreat im Juli bestellt habe. Und das hier ist mein Werkzeug, um die Muster hineinzukratzen. Diese Schablone hier möchte ich auch benutzen. Es ist neu, das habe ich bisher noch nicht ausprobiert. Ich bin gespannt. Und hier sind noch viel mehr Schablonen, die werden wir dann im Juli alle ausprobieren. Also wenn du Lust hast, komm gerne dazu. Den Link zum Retreat setze ich dir hier in den Film rein und auch in die Beschreibung des Videos. Das mit den Mustern reinkratzen hat mir nicht gefallen und jetzt geht es weiter. Ich arbeite feucht und feucht mit der Schablone. Ja, das gefällt mir gut. Ich glaube, ich mache noch weiter. Und das hier ist die Aquarelltinte. Das ist lasierendes Gelb. Das heißt, lasierend heißt, dass das keine deckende Farbe ist. Du siehst es, ich trage sie auf und die Unterschicht wird nicht abgedeckt, sondern die schimmert dadurch.
Und das hier ist nochmal Aquarelltinte in Cyanblau. Das ist das, was ich habe. Damit werde ich jetzt arbeiten in Negativtechnik. Und meine Gedanken dazu sind, so sein, dass diese zwei Bilder auch getrennt voneinander funktionieren können, wenn sie aber nebeneinander sind, dass sie eine Art Dialog miteinander führen, so dass sie beide durch bestimmte Elemente, ob das Gestaltungselemente sind, Farbe oder Formen oder auch Erzählung, miteinander verbunden sind. Ich weiß jetzt auch noch nicht, ob ich das gegenständlich machen möchte oder abstrakt belassen möchte. Ich werde einfach intuitiv vorgehen und gucken, was sich daraus machen lässt. Mein Arbeitsplatz ist eine Werkbank. Da arbeite ich eigentlich ziemlich gerne. Da siehst du die ganzen Materialien, die ich verwende. Allerdings liebe ich an der Wand zu malen, weil dort bin ich viel beweglicher. Ich liebe es, weiter von meiner Wand wegzugehen und die Bilder aus der Entfernung zu betrachten, weil aus der Entfernung sehen wir das Wesentliche. Alles andere, die kleinen Sachen, die verschwinden dann, die verlieren ihre Bedeutung. Und das hat mir jetzt gefehlt und deswegen habe ich jetzt die Bilder an die Wand gepinnt, um sie besser betrachten zu können und besser auf mich wirken lassen zu können.
Ihr Lieben, ich bin fertig. Das war der Test. Es hat mir Spaß gemacht, das zu machen, und deswegen habe ich gedacht, ich mache etwas Ähnliches, aber auf einem ganz großen Format. Irgendjemand von euch hat sich gewünscht, dass ich ein Bild, ein queres Bild, ein großes queres Bild male. Und ich mache also diese Serie aus 2 Teilen, und wenn das jemand kaufen möchte, dann ist es viel einfacher zu verschicken. Jetzt noch zum Schluss möchte ich dir zeigen die Beispiele von Serienbildern, so dass du ein Gefühl dafür bekommst, was für Möglichkeiten gibt es. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Ich werde jetzt die Kamera nach unten schwenken, damit du meinen Tisch siehst, und dann zeige ich dir das, was ich für meine Workshops mal vorbereitet habe. Hier habe ich einige Beispiele, wie Serienbilder aussehen können. Das ist eine Serie. Zum Beispiel hier wiederholen sich Gestaltungselemente. Das sind 3 verschiedene Papiere, die mit verschiedenen Mustern ausarbeitet worden sind. Danach wurden die geschnitten und die Teile davon wurden miteinander kombiniert. Und dadurch ergibt sich so eine Serie, dass diese Gestaltungselemente immer irgendwo da zu finden sind. Und zusätzlich gibt es hier auch eine Verbindung, eine Ei-Darstellung. Ja, das kann man auch so vom Thema hier auch als Serie bezeichnen. Das ist also auch eine Serie. Das ist die Folientechnik. Die sind nicht zu Ende ausgearbeitet, aber damals hat es mir gereicht, um den Leuten das Prinzip zu zeigen, wie sowas funktioniert. Das ist also auch ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel ist diese Serie hier. Das sind die Bilder, die nach 100 Wasser Beispielprinzip gemalt worden sind. Hier ist die Technik die gleiche. Das ist auch eine Serie. Diese Serie habe ich Crazy Faces genannt. Das sind so die Gesichter, die irgendwie ganz auf die Schnelle gemalt werden. Das war so die Aufgabe damals im Workshop, etwas darzustellen, eine bestimmte Aussage zu treffen.
und Spaß dabei zu haben. Und das war also auch ein Beispiel für eine Serie. So, und das hier möchte ich dir auch noch zeigen. Das ist ein Mischtechnik-Collage. Hier ist mit Acryl gearbeitet und wurde auch geklebt. Zum Kleben habe ich Sachen aus den Magazinen ausgeschnitten. Hier wurde da sind zwar zwei Themen, aber irgendwo auch ergänzen sie sich gegenseitig. Hier geht es um Zeit für mich und das ist Erwachen. Also beides hat mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. So, ich denke, du hast verstanden, worum es geht. Also, wenn wir Serien erstellen, bedeutet das, dass wir eine thematische oder eine stilistische Verbindung erstellen zwischen diesen Bildern. Es kann auch nur ein Bild sein, das in verschiedenen Arten bearbeitet wurde. Es gibt so eine bekannte Reihe von Andy Warhol, wo er Marilyn Monroes Porträt mit verschiedenen Farben gestaltet hat. Das sind immer so quadratische Bilder gewesen, die in Neonfarben leuchteten. Das war auch eine Serie. Oder man arbeitet an einem Thema, an einer Fortentwicklung und begleitet irgendwas. Vielleicht ist es ein Projekt, was man dann über längere Zeit begleitet und dokumentiert. Das ist dann auch eine Serie. Ne? Also es gibt wirklich sehr viele Möglichkeiten, eine Serie zu erstellen. Und ich denke, das ist ein interessanter Gedanke oder eine interessante Idee, auch an sowas zu arbeiten. Es sollte für dich eine Inspiration sein. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine wundervolle Woche. Ich bin gespannt, was bei mir dann los wird hier mit meinem großen Vorhaben mit doppelten Bildern. Bleib also dabei, abonniere gerne meinen Kanal. Und dann sehen wir uns nächste Woche, wenn ich fertig werde. Aber ich hoffe, ich werde es. Ich bin fleißig. So, bis zum nächsten Mal.